Hallo alle zusammen. Viele Leute haben mich gefragt, ob ich weißes Kimchi machen kann. Das Tolle an diesem Kimchi ist, dass es sehr flüssig ist und dann man die Lake auch für andere Gerichte verwenden kann, zum Beispiel für kalte Nudeln oder übliche mit Reis. Irgendwie haben wir dieses wunderbare weiße Kimchi vergessen. Es ist toll für Kinder oder Leute, die kein scharfes Essen mögen. Während des Videos werde ich ein oder andere Kimchi-Geschichten erzählen. So, jetzt fangen wir gleich an. Chinakohl längs halbieren, dann langsam von Hand auseinanderziehen. Tun Sie das gleiche für jede Hälfte, um Vierteln zu zerlegen. Die geschnittene Chinakohl laufende Wasser halten, dass das Salz gut Chinakohl haften können. Salzen Sie mit grobem Meersalz. Salzen Sie bitte zwischen den Chinakohlblättern, besonders der obere Strunk, die sind sehr hartnäckig. Salz sollte dabei dem Chinakohl das Wasser entziehen. Den gesalzenen Chinakohl mindestens 4 Stunden bei Zimmertemperatur einziehen lassen. So, machen wir den nächsten Schritt. Jetzt machen wir Reissauce. Das ist wie Babysitten, weil Sie für 5 Sekunden weggehen können und zurückkommen und es wird bereits klumpig sein. Ich habe so oft gemacht. Gehen Sie bitte nicht weg von der Pot. Bitte sei geduldig, weiter umrühren. Ich habe was vergessen. Bevor Sie es auf dem Herd stellen, müssen wir es erst mischen und sicherstellen, dass sich alles auflöst. Der Grund dafür ist, dass das Mehl verklumpft, wenn die Hitze an ist und Sie versuchen, dies zu tun. Und viele fragen, ob es notwendig ist, diese Reissauce zu machen. Also ich mache immer, sie unterstützen den Gärungsprozess, also Fermentation, und dann ebenfalls auch die Zutaten gut zusammen vermengen. Wenn es anfängt zu blubbern, können Sie den Herd ausschalten. Es dauert der ganze Prozess nur 10 Minuten. Zum Abkühlen beiseite stellen. Kleiner Test. Wenn er nicht bricht, ist der Kohl bereit, in eine kleine Dusche zu bekommen. Dann die 4 Stunden Salz eingelegte Chinakohl mindestens 2 bis 3 Mal abspülen, um möglichst viel Salz zu entfernen. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Normalerweise kennt man es als rote, scharfe Kimchi-Variante. Chilischoten kamen erst spät nach Korea und davor wurde es weißes Kimchi hergestellt. Das ist eigentlich viel traditioneller. Weißes Kimchi ist ein Kimchi, das nicht scharf ist. Es ist wörtlich baekkoreanisch, bedeutet weiß. Jetzt Chinakohl abtropfen lassen und restliche Gemüse vorbereiten. Blame me for feeling amorous, wonderful, it's marvelous that
that you should care for, that you should care for. Alle Gemüse sind vorgeschnitten. Asiatische Birne, Zwiebel, Ingwer und Knoblauch in einen Mixer geben und pürieren, bis alles glatt ist. Wenn wir diesen Prozess nicht durchführen, schmeckt er nicht ganz sauber und erfrischend. It's wonderful, it's marvelous. Wenn jemand Vegetarier oder Veganer ist, lassen Sie die Fischsoße weg, aber Sie können Gemüsebrühe nehmen. It's awful nice. It's paradise. So, wir haben jetzt das ganz gesamte Kunstwerk, unsere ganze Arbeit. Die gesamte Brühe, die wir in das restliche geschnittene Gemüse reingeben. Paradise. It's what I long to see. Den Kohl in die große Schüssel mit der Paste geben und die Mischung vorsichtig in den Kohl einmassieren, damit jedes Blatt vollständig abdeckt ist. Ich gebe auch gerne ein paar der anderen Gemüsesorten zwischen jedes Kohlblatt. Füllen Sie das Kimchi fest in große, luftdichte, verschlossene Gläser. Also ich hatte gerade keine größere frei. Habe ich zweimal davon gemacht. Sie können die Mischung auch mit einer kleinen Plastikfolie abdecken, bevor Sie die Deckel aufsetzen. Lassen Sie das Kimchi mindestens 2 Tage bei Zimmertemperatur stehen oder länger. Wenn Sie einen stärkeren Geschmack wünschen, dann stellen Sie es für weitere 2-3 Tage in den Kühlschrank. Das Kimchi hält sich im Kühlschrank etwa einen Monat, so 4 bis 6 Wochen. Nach 2 Tagen Reifung bei Raumtemperatur und 2 Tagen im Kühlschrank, die sehen super aus und riechen fantastisch. Oh Gott. Es gibt dann natürlich viele Gründe, warum wir jeden Tag ein bisschen Kimchi essen sollten. Gesundheitliche Vorteile von Kimchi sind Vitamin C-Gehalt, ein hoher Gehalt an Beta-Carotin, enthält Vitamin K2 und reich an Mineralien. Und es enthält freundliche Bakterien und Milchsäure, unser Darm benötigt. Oh, it's awful nice. Probieren wir. It's paradise. It's what I long to see. Wahnsinn. Dieses stark unterschätzte Kimchi ist eigentlich ein Vorläufer des feurig-roten fermentierten Gemüses, das wir kennen und lieben, aber Sie werden es nicht bereuen, es selbst zu probieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder in meinem YouTube-Kanal.